Meine Oma hat immer gesagt, wenn es einfach wäre, dann könnte es jeder. Und genauso verhält sich das natürlich heute mit meinem Video. Es geht um den Kauf der neuen MacBooks Pro. Und hier steht das 14 Zoll mit dem M1 Pro Prozessor und hier steht das 16 Zoll mit dem M1 Max Prozessor. Und wir wollen heute in meinem Video mal schauen, bekommt man die Geräte auch irgendwo günstiger als Original im App Store? Gibt es da Möglichkeiten, Geld zu sparen? Wir werden es erfahren gemeinsam hier in meinem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Als kleiner Disclaimer natürlich nochmal am Anfang ganz wichtig, alle Namen, die hier fallen, ob Amazon, Groover, irgendwelche Banken oder weiß ich was, haben mir hierfür kein Geld zur Verfügung gestellt. Dieses Video ist komplett auf meinem Mist gewachsen. Das heißt, ich habe weder was bekommen, noch irgendwelche Unterstützung angefragt. Das ist mal ganz wichtig. Ansonsten, wenn ihr auch Möglichkeiten habt, euer MacBook günstiger zu kaufen, dann schreibt es doch hier direkt einfach in meine Kommentare. So haben alle was davon. Und gleichzeitig gibt es natürlich alle Links zu den behandelten Produkten und natürlich auch Themen in meiner Videobeschreibung, wenn ihr nochmal nachlesen wollt. Da ist dann sozusagen komplett alles verlinkt. Legen wir los. Es hat mich eine E-Mail erreicht auf meinem Kanal von einem Zuschauer von mir und der sprach davon, dass er die Macs günstiger bekommt und da die Möglichkeit hat, richtig Geld zu sparen. Und da habe ich ein bisschen nachgefragt und habe natürlich überlegt, wie kann man das machen, günstiger Macs zu bekommen. Und er fing dann an, ja, in Amerika, da ist das natürlich günstiger, weil das alles in Dollar bezahlt wird. Und der Dollarkurs, klar, zum Euro ist natürlich auch ein bisschen geringer. Und wir schauen uns jetzt mal an, was da gehen kann. Auf den ersten Blick hat er recht. Das MacBook Pro ist natürlich günstiger in Amerika und natürlich auch im Online-Store von Apple. Und da möchte Apple für das Durchschnitts-MacBook Pro M1 Max mit 32 GB Arbeitsspeicher und 1 TB Festplatte 3.499 $ haben im Mac Store. Und das macht natürlich mit dem aktuellen Eurokurs 3.027 €. Klingt erstmal günstiger. Aber wenn man jetzt den deutschen App Store anschaut, dann sieht man hier, dass für das gleiche MacBook 3.850 € verlangt werden. Das sind theoretisch rund 800 €, die hier gespart werden können. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass der Preis in den USA bzw. im Store von Apple ohne Steuern berechnet wird. Da jeder Bundesstaat in Amerika seinen eigenen Steuersatz hat, ist das natürlich ein bisschen komplizierter. Hier sind so Steuersätze von 10 bis 12%, die man dann oben nochmal rauflegen muss. Okay, wir gehen mal den Durchschnittswert mit 10% an und rechnen nochmal 350 $ oben rauf. Macht dann ca. 3.850 $. Es ist immer noch günstiger, denn mit 3.311 gegen 3.850 € wären jetzt immer noch mal 500 € drin, die man sparen könnte. Aber jetzt kommt natürlich noch bei der Einfuhr unsere deutsche Mehrwertsteuer dazu. Das sind aktuell 19% und da wären wir jetzt beim Kaufpreis von 3.940 €. Also sind wir schon drüber über den 3.850 €, die Apple im normalen deutschen App Store verlangt. Und wenn du jetzt noch Shipping bzw. Versand drauf rechnest, dann bist du deutlich teurer. Irgendwie funktioniert diese Rechnung leider nicht. Aber lass uns noch ein bisschen weiter gucken. Selbst wenn du jetzt sozusagen den Import ohne die Steuern nimmst, also die 10% wegnimmst, dann werden die automatisch aus Amerika von den Lieferkosten oder Shippingkosten natürlich wieder aufgefressen. Das heißt, da sparst du nur überhaupt nicht. Auch wenn du jetzt etwas länger in den USA bist, dann hast du natürlich nur die Pauschalversteuerung von 17,5%. Aber gegenüber den 19% ist es dann auch nicht mehr so ideal. Erst wenn du über ein Jahr oder wenn du längere Zeit dort bist, kannst du natürlich das MacBook Pro dann mitnehmen, aber es lohnt sich natürlich nicht, ein Jahr da zu existieren, nur um 800 € zu sparen. Das ist ja dann auch ein bisschen Quatsch. Aber wir gucken natürlich noch nach weiteren Möglichkeiten. Und ganz wichtig ist natürlich noch, dass wenn ihr jetzt klar versucht im Ausland das MacBook Pro günstiger zu kaufen, was vielleicht über irgendwelche Anzeigen möglich ist, ja, wir haben das MacBook jetzt für 20-30% günstiger, dann seid bitte vorsichtig, guckt dreimal hin. Es gibt viele schwarze Schafe auf dem Markt. Es war noch nie so einfach im Ausland Geld zu verdienen, ohne Produkte versenden zu müssen. Also wenn ihr im Vorhinein bezahlen müsst, beziehungsweise über Kreditkarte bei einem Online-Store, der sozusagen im Impressum nur irgendwelche komischen Karibik-Adressen drin hat oder irgendwas anderes, seid da bitte vorsichtig. Also ich würde es nicht machen. Dann lieber den sicheren Weg und etwas mehr Geld bezahlen. Aber wir finden noch Möglichkeiten, hier zu sparen. Los geht's natürlich mit der nächsten
Jetzt muss man natürlich wissen, dass Apple bei der Keynote ein richtig cleveres Marketing hat. Das heißt, sie bauen um ihre Produkte ein dickes, fettes Vakuum. Das heißt, da kommt die Keynote und so 14 Tage später bekommt noch keiner die Apple-Produkte in den Shop, was jetzt sozusagen externe Händler sind. Das heißt, das läuft alles über Apple. Apple macht die Keynote und danach kannst du dann sozusagen über die Apple-eigene Internetseite, den App Store, die Artikel komplett kaufen. Da gibt es noch keinen Händler, der dazwischen ist. Das heißt, in diesem Moment hat Apple wirklich die Preismacht und kann den Preis bestimmen. Es ist nicht möglich von Apple momentan direkt jetzt in der Situation die Geräte günstiger zu bekommen. Erst wenn es dann so ein bisschen danach ist. Das heißt, nach den 14 Tagen werden natürlich auch die Großbestellungen der anderen Händlern bedient von Apple. Und hier gibt es dann langsam die Möglichkeit, Geld zu sparen in verschiedenen Shops, die sich dann sozusagen aufbauen. Und da gucken wir jetzt mal genauer hin. Eine Möglichkeit gibt es natürlich auf der Apple-Seite direkt, und zwar mit dem Bildungsrabatt. Apple bietet einen Bildungsrabatt an für alle, die in der Bildungsbranche arbeiten, das heißt an Universitäten, Schulen, Hochschulen und. Du musst dich dann auf der Bildungsseite registrieren und hast da die Möglichkeit, bis zu 12% bei Software und Hardware hier bei Apple zu sparen, auch bei den neuen Geräten. Momentan sind sie noch nicht im Store drin, das ist alles noch zu neu und zu frisch. Das wird aber kommen. Beim M1 war es so, dass die so nach circa 1 bis 2 Monaten dann mit dem Bildungsrabatt angeboten wurden. Und so wird es natürlich auch jetzt sein. Oder ihr kennt jemanden, der diesen Bildungsrabatt beanspruchen kann, der dann sozusagen euer MacBook für euch kauft. Wäre auch eine Möglichkeit. Nur weiß ich nicht, wie das dann gesetzlich ist, wie das so ist, wie das so Apple dann mag oder auch nicht mag. Da müsst ihr dann halt selber mal gucken. Aber das ist die erste Möglichkeit, hier bis zu 12% bei den Geräten zu sparen. Nächste Möglichkeit ist natürlich eBay und eBay Kleinanzeigen. Du werdet dir sagen, ja, bei eBay ist ja immer nur alles gebraucht und so weiter. Nein, die Möglichkeit besteht, hier bei eBay und eBay Kleinanzeigen auch ein wunderbares Schnäppchen zu machen. Und zwar geht es darum, es gibt Menschen, die bei der Keynote das MacBook Pro bestellen, dann aber nicht haben möchten, wenn es angeliefert wird, weil vielleicht durch einen Schicksalsfall irgendwie das Geld nicht mehr verfügbar ist oder andere mögliche Situationen herrschen, die es nicht erlauben, dieses MacBook jetzt quasi zu kaufen bzw. irgendwie zu nutzen. Dann geht das natürlich sofort zu eBay beziehungsweise zu eBay Kleinanzeigen, um da jemanden zu finden, der das kaufen kann. Und da habt ihr natürlich die Möglichkeit, ich sag mal so bis zu 10% zu sparen, weil die natürlich das MacBook nicht zum Originalpreis verkaufen, sondern immer günstiger, um so schnell wie möglich auch an das Geld wieder ranzukommen. Also bis zu 10% habe ich da schon selber gesehen. Jetzt bei eBay Kleinanzeigen, die man sparen kann bei einem neuen voll verpackten MacBook Pro mit allen Garantien, mit allen Möglichkeiten. Und auch da wieder gilt erstmal Vorsicht. Natürlich ist klar, also überweist bitte nicht im Vorhinein auf das Konto und mit Kreditkarte ins Ausland würde ich auch nicht machen. Seid da bitte vorsichtig beim Kauf, auch wenn es gut klingt, auch wenn es günstig ist. Es gibt ganz viele schwarze Schafe, die euch da betrügen können und dann ist natürlich das Geld weg für das neue MacBook. Das soll auch nicht sein. Also Augen auf und dann wird gekauft. Die nächste Möglichkeit ist die für Technik-Junkies. Wer wirklich jedes Jahr das neueste Produkt von Apple haben möchte, der muss eigentlich gar nicht kaufen. Heutzutage geht das nämlich auch übers Mieten. Und ich mache das selber mit meiner Kameratechnik so, dass ich bei der Firma Groover öfter mal ein paar Sachen miete. Ich kriege jetzt kein Geld von Groover dafür, dass ich die hier sozusagen in meinem Video erwähne. Ich habe aber nur die Erfahrung damit und kann die euch vermitteln. Obwohl Groover, wenn ihr das seht, so 10-15% Rabatt auf das nächste Gerät wäre natürlich eine coole Nummer. Ist ein Scherz. Okay, also geht's weiter. Mit Groover kann man hier die Möglichkeit komplett nehmen, um die MacBooks zu mieten. Da gibt es die Möglichkeit, 3 Monate zu mieten, 12 Monate oder 6 Monate, beziehungsweise noch länger. Da spart man dann aber kein Geld mehr. Also bei Groover ist es so, dass momentan das 14 Zoll MacBook mit 1 TB Festplatte angeboten wird für 139 € Miete pro Monat. Da darf man jetzt nicht vergessen, das ist inklusive Versicherung. Bei Apple Care kostet die Versicherung nochmal bis zu 400 € mehr und das ist schon komplett mit drinne in der Rate. Und wenn man jetzt mal rechnet, 12 Monate für dieses MacBook komplett als Miete sind 1.670 €. Das Gerät kostet neu 2.749 € und danach kann man dann komplett das nächste Gerät wieder mieten. Jetzt wird der eine oder andere sicherlich sagen, na gut, das Gerät ist ja dann auch nicht meins. Aber wenn ich jetzt mal rechne, ich verkaufe mein Apple-Gerät nach einem Jahr, dann habe ich ungefähr so 70-60%, die ich dann
auf eBay oder bei anderen Verkäufen für das Gerät noch bekomme. Im schlimmsten Fall sind es 50%, wenn der Käufer gut handelt. Und wenn ich jetzt mal nachrechne, dann komme ich auf das gleiche Ergebnis eigentlich auch mit der Miete, außer dass ich den Stress vom Verkauf wiederum nicht habe. Wenn ich halt so ein Nutzer bin, der wirklich jedes Jahr ein neues MacBook haben möchte, beziehungsweise neue Technik haben möchte, oder ich habe eine Firma oder ich habe Mitarbeiter, die ich ausstatten möchte, oder, da ist natürlich Mieten die absolut gute Möglichkeit, weil du nimmst kein Kapital in die Hand. Gleichzeitig kannst du natürlich dann auch, bei Groover ist es so, verlängern. Das heißt, du machst die 12 Monate, klar, mit der Miete, und wenn du das MacBook dann etwas länger nutzen möchtest, ich sage mal jetzt 24 Monate, dann verlängerst du einfach die Miete, zahlst nochmal 24, also nochmal 12 Monate komplett und kannst das Produkt nach 24 Monaten Gesamtmiete für 1 Euro kaufen in den meisten Fällen. Das ist gar nicht mal so schlecht, aber dann hast du natürlich, klar, wer jetzt mitrechnet, mehr Geld bezahlt. Hast aber die Möglichkeit, das sozusagen auf Abzahlung zu kaufen. Das ist natürlich auch eine einfache Möglichkeit, wenn deine Bonität stimmt, das irgendwie so ein bisschen auf Rate zu kriegen und dich zu entscheiden, will ich es mieten, will ich es behalten, will ich es umtauschen. Da hast du sozusagen eine größere Entscheidungsvielfalt dann hier direkt angeboten. Aber es ist eure Sache, also wer so ein bisschen überlegen sollte und wer wirklich jedes Jahr das neueste Gerät haben möchte, der braucht heutzutage nicht mehr kaufen, der zahlt einfach 139 Euro Miete jetzt in dem Beispiel für das 14 Zoll MacBook Pro im Monat, hat das Ganze jetzt in 12 Monate und switcht dann wieder auf die neuesten Produkte von Apple um. Ist eine Möglichkeit, hier Geld zu sparen. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, wer am meisten Geld sparen möchte bei den Apple-Produkten, der braucht Geduld. Denn mit der Zeit werden die Geräte immer günstiger und natürlich dann auch durch den Wettbewerb der anderen Shops hier teilweise zu guten Preisen angeboten. Und so nach 2, 3, 4 Monaten nach Release der neuen Produkte gibt es dann schon die ersten Angebote im Netz, wo man sagen kann, ja, hier ist das mal 10% günstiger oder 15% günstiger, wenn du vielleicht andere Dinge dazu kaufst. Ein ganz großer Vertreter dieser günstigen Geschichten ist Amazon. Und bei Amazon ist es teilweise so, auch bei den neuen Produkten. Also Apple hat jetzt released und jetzt so 2 Wochen später gibt es schon die ersten Rücksendungen. Das heißt, Menschen, die sich das Produkt bestellen, haben natürlich bei Amazon die Möglichkeit, innerhalb von einem Monat zurückzuschicken. Und hier ist es natürlich interessant, auch mal bei den Produkten im Amazon-Shop zu schauen, bei der kleinen Rubrik günstig oder gebraucht. Da gibt es dann von Amazon Warehouse Angebote. Da wird dann so ein MacBook Pro komplett zurückgeschickt, hat vielleicht durch den Versand irgendwo einen ganz kleinen Kratzer oder auch gar keine Beschädigung, dass nur die Verpackung geöffnet ist. Da gibt es dann, wie gesagt, die Möglichkeit, hier nochmal 100 bis 150 Euro bei nagelneuen Produkten unter der Verwendung der Garantie wirklich zu sparen. Ist natürlich eine vergriffene Aktion, gucken viele rein, aber wenn ihr vielleicht Glück habt, dann kriegt ihr hier so ein MacBook Pro bzw. MacBook Pro 16 Zoll mal für einen entspannten Schnäppchenpreis, nur weil die Verpackung geöffnet wurde, für 150 oder 200 Euro günstiger. Das wäre eine Möglichkeit bei Amazon Warehouse bzw. günstig und Gebrauchtpreisen hier bei Apple-Produkten zu sparen. Aber auch neue Produkte kannst du bei Amazon direkt günstiger kaufen, wenn du etwas Zeit vergehen lässt. So war es beim MacBook Pro 13 Zoll M1 auch. Und da waren so nach 2 bis 3 Monaten hast du dann schon die Möglichkeit gehabt, wirklich so ein MacBook Pro komplett ausgestattet 300 Euro günstiger zu bekommen. Und so wird es natürlich auch hier bei den neuen Geräten sein, wenn man einfach Zeit hat. Lasst so 2, 3 Monate vergehen und kauft dann erst eure neuen MacBooks. Erstens bist du dann kein Beta-Tester mehr, weil die Software im Moment auch ein bisschen buggt. Also da hast du dann sozusagen immer noch ein paar kleine Problemchen. Das hat dann Apple auch auf die Reihe bekommen. Und zweitens kannst du bis zu 300 Euro sparen bei neuen Produkten hier bei Amazon im Shop, weil teilweise natürlich die Händler sich hier so richtig böse im Konkurrenzkampf dann befinden und die Angebote dann durch den günstigen Dollarkurs, die haben natürlich andere Möglichkeiten, die Dinger überall einzukaufen als wir mit unseren einzelnen Produkten. Und da gibt es wirklich schon mal Rabatte. Beim M1 war es genauso gewesen. So nach 4 Monaten, 3 Monaten hast du die Möglichkeit gehabt, das Ding für 2000 Euro zu kaufen, anstatt für 2300 Euro in der kompletten Vollausstattung damals. Das war eine gute Geschichte und so wird es natürlich auch bei den neuen Geräten sein, sofern du Zeit hast und gut gucken kannst. Also unten immer bei günstig oder gebraucht, wie gesagt, oder halt bei den Neupreisen so ein bisschen die Händler vergleichen. Da gehen bis zu 300 Euro, die man sparen kann. Die nächste Möglichkeit ist natürlich auch noch die Möglichkeit des Nebengewerbes. Hier kannst du dann die 19% Mehrwertsteuer, die sich auf dem Produkt befinden, ebenfalls absetzen bei deinem Steuerberater
Mehrwertsteuer in deiner monatlichen, jährlichen oder quartalsmäßigen Buchhaltung und hast hier die Möglichkeit, auf deine Umsätze quasi nochmal die Mehrwertsteuer der Ausgaben dieses Produktes zu legen. Gleichzeitig gibt es dann auch noch ein paar Abschreibungen, da kenne ich mich aber überhaupt nicht aus. Aber wenn du ein Gewerbe besitzt, dann hast du die Möglichkeit, hier 19% Mehrwertsteuern komplett über deine Einnahmen verrechnet zu bekommen. Du bekommst sie nicht automatisch wieder, sondern du bekommst sie dann in der Buchhaltung mit deinen Einnahmen verrechnet, sparst aber effektiv 19%. Kommen wir zum Fazit. Und es ist nicht einfach, die MacBooks günstiger zu kaufen. Das haben wir jetzt gesehen in meinem Video. Es gibt aber, wie gesagt, Möglichkeiten, um hier doch Schnäppchen zu machen. Und wer wirklich Geduld, Zeit hat, der kann natürlich nach 3 bis circa 6 Monaten ganz entspannt hier ein Schnäppchen machen von bis zu 300 Euro, hat man gesehen. Und seid bitte vorsichtig im Netz. Also wer da jetzt schreibt 30 oder 50% Rabatt bei den neuen MacBooks, braucht er erst gar nicht anklicken. Das ist sowieso Quatsch. Wahrscheinlich sind Rabatte hier um die 20%. Das ist eine Hausnummer, die kann man wirklich sparen bei den Geräten, wenn man sich dann so ein bisschen im Netz umschaut. Und kauft bitte nur bei großen Online-Stores, wo auch im Impressum drin steht, dass die vielleicht in Deutschland sitzen und nicht auf irgendwelchen Inseln, die man da gar nicht kennt, denn dann ist euer Geld definitiv weg und vom Rabatt habt ihr dann auch nichts, weil euer Geld ja sozusagen komplett futsch ist. Also Augen auf im Internet, nie im Voraus bezahlen, nie im Ausland bezahlen oder irgendwelche Schnäppchen versuchen günstig zu bekommen. Ist immer mit dem Risiko behaftet, kann funktionieren, kann aber auch richtig in die Hose gehen und dann ärgert man sich, dass das Geld weg ist und dann kann man auch kein neues MacBook kaufen. Und apropos kaufen, ich will mich jetzt nicht verkaufen, ich will euch einen schönen Tag wünschen bzw. eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Anschauen, gebt mir gerne ein Like, ein Abo für dieses Video und meinen Kanal und wir sehen uns gern bis zum nächsten Video. Tschüssi!